Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, danke für die Einladung. Guten Tag, danke für die Einladung. Erzählen Sie kurz von Ihrem Werdegang. Erzählen Sie kurz von Ihrem Werdegang. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und 4 Jahre im Marketing gearbeitet. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und 4 Jahre im Marketing gearbeitet. Warum interessieren Sie sich für diese Position? Warum interessieren Sie sich für diese Position? Ich suche neue Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Ich suche neue Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Welche Qualifikationen bringen Sie mit? Welche Qualifikationen bringen Sie mit? Ich habe einen Masterabschluss und Erfahrung in der Teamleitung. Ich habe einen Masterabschluss und Erfahrung in der Teamleitung. Was sind Ihre größten Stärken? Was sind Ihre größten Stärken? Ich bin organisiert, kommunikativ und belastbar. Ich bin organisiert, kommunikativ und belastbar. Haben Sie Führungserfahrung? Haben Sie Führungserfahrung? Ja, ich habe ein kleines Team geleitet. Ja, ich habe ein kleines Team geleitet. Wie beschreiben Sie Ihren Arbeitsstil? Wie beschreiben Sie Ihren Arbeitsstil? Strukturiert und zielorientiert. Strukturiert und zielorientiert. Welche Software beherrschen Sie? Welche Software beherrschen Sie? Ich arbeite sicher mit Excel, PowerPoint und SAP. Ich arbeite sicher mit Excel, PowerPoint und SAP. Wie gehen Sie mit Stress um? Wie gehen Sie mit Stress um? Ich plane sorgfältig und bewahre Ruhe. Ich plane sorgfältig und bewahre Ruhe. Was motiviert Sie täglich? Was motiviert Sie täglich? Herausforderungen und kontinuierliche Verbesserung. Herausforderungen und kontinuierliche Verbesserung. Wie bleiben Sie fachlich aktuell? Wie bleiben Sie fachlich aktuell? Durch Seminare, Fachliteratur und Online-Kurse. Durch Seminare, Fachliteratur und Online-Kurse. Was sind Ihre Karriereziele? Was sind Ihre Karriereziele?
Eine Führungsposition und mehr Verantwortung. Eine Führungsposition und mehr Verantwortung. Wie organisieren Sie Ihre Projekte? Wie organisieren Sie Ihre Projekte? Mit klaren Zeitplänen und regelmäßigen Meetings. Mit klaren Zeitplänen und regelmäßigen Meetings. Können Sie ein Beispiel für Ihre Problemlösung geben? Können Sie ein Beispiel für Ihre Problemlösung geben? Ich habe einmal ein Budgetproblem durch innovative Maßnahmen gelöst. Ich habe einmal ein Budgetproblem durch innovative Maßnahmen gelöst. Welche Rolle nehmen Sie im Team ein? Welche Rolle nehmen Sie im Team ein? Ich übernehme gerne Verantwortung und fördere den Austausch. Ich übernehme gerne Verantwortung und fördere den Austausch. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Deutsch, Englisch und etwas Spanisch. Deutsch, Englisch und etwas Spanisch. Wie flexibel sind Sie hinsichtlich Arbeitszeiten? Wie flexibel sind Sie hinsichtlich Arbeitszeiten? Ich bin bereit, Überstunden zu leisten, wenn nötig. Ich bin bereit, Überstunden zu leisten, wenn nötig. Was erwarten Sie von uns als Arbeitgeber? Was erwarten Sie von uns als Arbeitgeber? Ein dynamisches Arbeitsumfeld und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Ein dynamisches Arbeitsumfeld und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Wie reagieren Sie auf Kritik? Wie reagieren Sie auf Kritik? Ich nehme sie an und arbeite an Verbesserungen. Ich nehme sie an und arbeite an Verbesserungen. Haben Sie internationale Erfahrung? Haben Sie internationale Erfahrung? Ja, ich arbeitete in einem multinationalen Unternehmen. Ja, ich arbeitete in einem multinationalen Unternehmen. Wie schätzen Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten ein? Wie schätzen Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten ein? Sehr gut, ich präsentiere regelmäßig vor großen Gruppen. Sehr gut, ich präsentiere regelmäßig vor großen Gruppen. Was war Ihr größter beruflicher Erfolg? Was war Ihr größter beruflicher Erfolg? Ich steigerte den Umsatz eines Projekts um 25%.
Ich steigerte den Umsatz eines Projekts um 25%. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Ich analysiere die Ursachen und lerne daraus. Ich analysiere die Ursachen und lerne daraus. Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Kooperativ, lösungsorientiert und offen. Kooperativ, lösungsorientiert und offen. Haben Sie Erfahrung im Kundenkontakt? Haben Sie Erfahrung im Kundenkontakt? Ja, ich betreute regelmäßig wichtige Kunden. Ja, ich betreute regelmäßig wichtige Kunden. Wie priorisieren Sie Ihre Aufgaben? Wie priorisieren Sie Ihre Aufgaben? Mit einer täglichen To-Do-Liste und klaren Deadlines. Mit einer täglichen To-Do-Liste und klaren Deadlines. Wie schätzen Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten ein? Wie schätzen Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten ein? Sehr gut, ich kann komplexe Themen einfach erklären. Sehr gut, ich kann komplexe Themen einfach erklären. Welche Weiterbildungen planen Sie? Welche Weiterbildungen planen Sie? Ein Kurs in digitalem Marketing und Projektmanagement. Ein Kurs in digitalem Marketing und Projektmanagement. Was motiviert Sie, jeden Tag Ihr Bestes zu geben? Was motiviert Sie, jeden Tag Ihr Bestes zu geben? Die Aussicht auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Die Aussicht auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Was erwarten Sie von Ihrem Vorgesetzten? Was erwarten Sie von Ihrem Vorgesetzten? Klare Ziele und regelmäßiges Feedback. Klare Ziele und regelmäßiges Feedback. Sind Sie teamorientiert? Sind Sie teamorientiert? Ja, Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Ja, Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Wie lösen Sie Konflikte im Team? Wie lösen Sie Konflikte im Team? Durch direkte Kommunikation und Kompromissbereitschaft. Durch direkte Kommunikation und Kompromissbereitschaft. Können Sie unter Druck gute Ergebnisse liefern?
Können Sie unter Druck gute Ergebnisse liefern? Ja, ich arbeite auch in stressigen Situationen effizient. Ja, ich arbeite auch in stressigen Situationen effizient. Wie integrieren Sie neue Technologien in Ihre Arbeit? Wie integrieren Sie neue Technologien in Ihre Arbeit? Ich bilde mich kontinuierlich weiter und setze neue Tools ein. Ich bilde mich kontinuierlich weiter und setze neue Tools ein. Was ist Ihnen an einem Arbeitsplatz am wichtigsten? Was ist Ihnen an einem Arbeitsplatz am wichtigsten? Ein respektvolles Arbeitsumfeld und klare Strukturen. Ein respektvolles Arbeitsumfeld und klare Strukturen. Welche Rolle möchten Sie in unserem Team übernehmen? Welche Rolle möchten Sie in unserem Team übernehmen? Eine verantwortungsvolle Position im Projektmanagement. Eine verantwortungsvolle Position im Projektmanagement. Wie lange möchten Sie in unserem Unternehmen bleiben? Wie lange möchten Sie in unserem Unternehmen bleiben? Ich strebe eine langfristige Zusammenarbeit an. Ich strebe eine langfristige Zusammenarbeit an. Was würden Sie an Ihrem letzten Job verbessern? Was würden Sie an Ihrem letzten Job verbessern? Mehr Flexibilität und innovativere Prozesse. Mehr Flexibilität und innovativere Prozesse. Haben Sie Erfahrung mit Projektmanagement-Tools? Haben Sie Erfahrung mit Projektmanagement-Tools? Ja, ich nutze regelmäßig Trello und MS Project. Ja, ich nutze regelmäßig Trello und MS Project. Wie schätzen Sie Ihr Zeitmanagement ein? Wie schätzen Sie Ihr Zeitmanagement ein? Sehr gut, ich plane meinen Tag strukturiert. Sehr gut, ich plane meinen Tag strukturiert. Was treibt Sie in Ihrem Beruf an? Was treibt Sie in Ihrem Beruf an? Die Möglichkeit, kreative Lösungen zu finden. Die Möglichkeit, kreative Lösungen zu finden. Wie bleiben Sie über Branchentrends informiert? Wie bleiben Sie über Branchentrends informiert? Ich lese Fachzeitschriften und besuche Messen. Ich lese Fachzeitschriften und besuche Messen. Welche Erfahrungen bringen Sie in unser Unternehmen ein? Welche Erfahrungen bringen Sie in unser Unternehmen ein?
Langjährige Marketingerfahrung und Führungskompetenz. Langjährige Marketingerfahrung und Führungskompetenz. Was schätzen Sie an der Arbeit im Team? Was schätzen Sie an der Arbeit im Team? Den Austausch von Ideen und gemeinsame Erfolge. Den Austausch von Ideen und gemeinsame Erfolge. Wie würden Sie Ihre beruflichen Ziele kurz zusammenfassen? Wie würden Sie Ihre beruflichen Ziele kurz zusammenfassen? In eine Führungsposition wachsen und strategisch wirken. In eine Führungsposition wachsen und strategisch wirken. Haben Sie Erfahrung in der Budgetplanung? Haben Sie Erfahrung in der Budgetplanung? Ja, ich habe Budgets für mehrere Projekte gesteuert. Ja, ich habe Budgets für mehrere Projekte gesteuert. Wie gehen Sie mit Veränderungen um? Wie gehen Sie mit Veränderungen um? Ich passe mich schnell an neue Gegebenheiten an. Ich passe mich schnell an neue Gegebenheiten an. Welche Soft Skills zeichnen Sie aus? Welche Soft Skills zeichnen Sie aus? Teamfähigkeit, Kommunikation und Anpassungsfähigkeit. Teamfähigkeit, Kommunikation und Anpassungsfähigkeit. Wie wichtig ist Ihnen kontinuierliches Lernen? Wie wichtig ist Ihnen kontinuierliches Lernen? Sehr, ich nehme regelmäßig an Fortbildungen teil. Sehr, ich nehme regelmäßig an Fortbildungen teil. Was erwarten Sie von Ihrer nächsten Position? Was erwarten Sie von Ihrer nächsten Position? Ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld. Ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld. Wie motivieren Sie sich an schwierigen Tagen? Wie motivieren Sie sich an schwierigen Tagen? Durch klare Ziele und positive Rückmeldungen. Durch klare Ziele und positive Rückmeldungen. Können Sie mir ein Beispiel für Ihre Initiative geben? Können Sie mir ein Beispiel für Ihre Initiative geben? Ich startete eigenständig ein neues Projekt im letzten Job. Ich startete eigenständig ein neues Projekt im letzten Job. Wie gut können Sie Prioritäten setzen? Wie gut können Sie Prioritäten setzen? Sehr gut, ich organisiere meinen Tag systematisch. Sehr gut,
ich organisiere meinen Tag systematisch. Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Ein marktübliches, faires Gehalt, bitte. Ein marktübliches, faires Gehalt, bitte. Sind Sie bereit, für die Arbeit umzuziehen? Sind Sie bereit, für die Arbeit umzuziehen? Ja, ich bin flexibel und offen für Veränderungen. Ja, ich bin flexibel und offen für Veränderungen. Wie wichtig ist Ihnen die Work-Life-Balance? Wie wichtig ist Ihnen die Work-Life-Balance? Sehr, ich achte auf einen gesunden Ausgleich. Sehr, ich achte auf einen gesunden Ausgleich. Was können Sie unserem Team bieten? Was können Sie unserem Team bieten? Engagement, Erfahrung und frische Ideen. Engagement, Erfahrung und frische Ideen. Wie schätzen Sie Ihre Selbstmotivation ein? Wie schätzen Sie Ihre Selbstmotivation ein? Sehr hoch, ich setze mir klare Ziele. Sehr hoch, ich setze mir klare Ziele. Haben Sie internationale Projekte betreut? Haben Sie internationale Projekte betreut? Ja, ich arbeitete in einem globalen Umfeld. Ja, ich arbeitete in einem globalen Umfeld. Wie würden Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten bewerten? Wie würden Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten bewerten? Sehr gut, ich kann komplexe Inhalte einfach erklären. Sehr gut, ich kann komplexe Inhalte einfach erklären. Was war Ihre größte Herausforderung? Was war Ihre größte Herausforderung? Die Umstellung auf digitale Prozesse war anspruchsvoll. Die Umstellung auf digitale Prozesse war anspruchsvoll. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Ich analysiere, lerne und starte neu. Ich analysiere, lerne und starte neu. Welche Rolle spielt Kreativität in Ihrer Arbeit? Welche Rolle spielt Kreativität in Ihrer Arbeit? Eine große, sie hilft mir, innovative Lösungen zu finden. Eine große, sie hilft mir, innovative Lösungen zu finden. Sind Sie teamorientiert? Sind Sie teamorientiert?
Ja, ich arbeite gern im Team. Ja, ich arbeite gern im Team. Wie organisieren Sie Ihren Arbeitsalltag? Wie organisieren Sie Ihren Arbeitsalltag? Mit digitalen Tools und einem klaren Plan. Mit digitalen Tools und einem klaren Plan. Was motiviert Sie, jeden Tag aufzustehen? Was motiviert Sie, jeden Tag aufzustehen? Der Wunsch nach persönlichem Wachstum. Der Wunsch nach persönlichem Wachstum. Haben Sie Erfahrungen in der Datenanalyse? Haben Sie Erfahrungen in der Datenanalyse? Ja, ich arbeite regelmäßig mit Analysetools. Ja, ich arbeite regelmäßig mit Analysetools. Wie schätzen Sie Ihre analytischen Fähigkeiten ein? Wie schätzen Sie Ihre analytischen Fähigkeiten ein? Sehr gut, ich liebe es, Daten zu interpretieren. Sehr gut, ich liebe es, Daten zu interpretieren. Welche Ziele haben Sie für das nächste Jahr? Welche Ziele haben Sie für das nächste Jahr? Eine Beförderung und neue Verantwortungen. Eine Beförderung und neue Verantwortungen. Wie bleiben Sie motiviert in herausfordernden Zeiten? Wie bleiben Sie motiviert in herausfordernden Zeiten? Ich fokussiere mich auf meine Ziele. Ich fokussiere mich auf meine Ziele. Können Sie unter Druck arbeiten? Können Sie unter Druck arbeiten? Ja, ich behalte auch in Stresssituationen den Überblick. Ja, ich behalte auch in Stresssituationen den Überblick. Was ist Ihre größte Stärke? Was ist Ihre größte Stärke? Meine Kommunikationsfähigkeit. Meine Kommunikationsfähigkeit. Haben Sie Führungserfahrung? Haben Sie Führungserfahrung? Ja, ich leitete ein Team von 5 Personen. Ja, ich leitete ein Team von 5 Personen. Wie gehen Sie mit Feedback um? Wie gehen Sie mit Feedback um? Ich nehme es dankbar an und arbeite daran. Ich nehme es dankbar an und arbeite daran. Was schätzen Sie an Ihrem letzten Job? Was schätzen Sie an Ihrem letzten Job? Die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit.
Die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit. Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? Langfristig in einer Führungsposition. Langfristig in einer Führungsposition. Welche Weiterbildung würden Sie gern absolvieren? Welche Weiterbildung würden Sie gern absolvieren? Einen Kurs in strategischem Management. Einen Kurs in strategischem Management. Wie wichtig ist Ihnen Kommunikation? Wie wichtig ist Ihnen Kommunikation? Sehr, sie ist der Schlüssel zum Erfolg. Sehr, sie ist der Schlüssel zum Erfolg. Was ist Ihnen an einem Team wichtig? Was ist Ihnen an einem Team wichtig? Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Können Sie schnell Prioritäten setzen? Können Sie schnell Prioritäten setzen? Ja, ich arbeite systematisch und effizient. Ja, ich arbeite systematisch und effizient. Wie gehen Sie mit Stress um? Wie gehen Sie mit Stress um? Ich plane Pausen ein und bleibe fokussiert. Ich plane Pausen ein und bleibe fokussiert. Was schätzen Sie an unserer Unternehmenskultur? Was schätzen Sie an unserer Unternehmenskultur? Offenheit und Innovation. Offenheit und Innovation. Haben Sie Erfahrung im Vertrieb? Haben Sie Erfahrung im Vertrieb? Ja, ich war in der Kundenakquise tätig. Ja, ich war in der Kundenakquise tätig. Wie gut kennen Sie den Markt? Wie gut kennen Sie den Markt? Sehr gut, ich verfolge Branchentrends. Sehr gut, ich verfolge Branchentrends. Welche Tools nutzen Sie zur Organisation? Welche Tools nutzen Sie zur Organisation? MS Office und Projektmanagement Software. MS Office und Projektmanagement Software. Sind Sie bereit, Verantwortung zu übernehmen? Sind Sie bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ja, das ist mir wichtig. Ja, das ist mir wichtig. Wie wichtig ist Ihnen Eigeninitiative? Wie wichtig ist Ihnen Eigeninitiative?
Sehr, ich bringe regelmäßig neue Ideen ein. Sehr, ich bringe regelmäßig neue Ideen ein. Haben Sie Erfahrung mit internationalen Teams? Haben Sie Erfahrung mit internationalen Teams? Ja, ich arbeitete mit Kollegen aus verschiedenen Ländern. Ja, ich arbeitete mit Kollegen aus verschiedenen Ländern. Was reizt Sie an dieser Branche? Was reizt Sie an dieser Branche? Die Dynamik und ständige Weiterentwicklung. Die Dynamik und ständige Weiterentwicklung. Wie würden Sie Ihre Teamfähigkeit bewerten? Wie würden Sie Ihre Teamfähigkeit bewerten? Sehr gut, ich arbeite gern im Team. Sehr gut, ich arbeite gern im Team. Was erwarten Sie von Ihrer nächsten Position? Was erwarten Sie von Ihrer nächsten Position? Neue Herausforderungen und Wachstum. Neue Herausforderungen und Wachstum. Wie wichtig ist Ihnen Feedback? Wie wichtig ist Ihnen Feedback? Sehr, es hilft mir, mich zu verbessern. Sehr, es hilft mir, mich zu verbessern. Haben Sie Erfahrung in der Personalführung? Haben Sie Erfahrung in der Personalführung? Ja, ich habe ein kleines Team geführt. Ja, ich habe ein kleines Team geführt. Wie planen Sie Ihre berufliche Entwicklung? Wie planen Sie Ihre berufliche Entwicklung? Mit regelmäßigen Fortbildungen und klaren Zielen. Mit regelmäßigen Fortbildungen und klaren Zielen. Was können Sie unserem Unternehmen bieten? Was können Sie unserem Unternehmen bieten? Kreativität, Engagement und fundierte Erfahrung. Kreativität, Engagement und fundierte Erfahrung. Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrer Branche? Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrer Branche? Seit über 5 Jahren. Seit über 5 Jahren. Was war Ihre größte Herausforderung bisher? Was war Ihre größte Herausforderung bisher? Die Umstellung auf digitale Prozesse. Die Umstellung auf digitale Prozesse. Wie gehen Sie mit Veränderungen um? Wie gehen Sie mit Veränderungen um? Ich passe mich schnell an und lerne dazu.
Ich passe mich schnell an und lerne dazu. Haben Sie noch Fragen an uns? Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, ich möchte mehr über Ihr Team erfahren. Ja, ich möchte mehr über Ihr Team erfahren. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Danke, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.